Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die AfD-Fraktion ist grundsätzlich für Olympia. Hören Sie mir einen Augenblick zu, Frau Sudmann, dann kennen Sie die ganze Story. Wenn ich so ausdrücklich grundsätzlich sage, dann werden Sie merken, dass noch was nachkommt. Also wir sind grundsätzlich dafür, wir sehen nicht nur die völkerverbindenden Effekte, darüber ist heute geredet worden, das muss ich nicht wiederholen, das wissen wir alle. Wir sehen auch die großen Chancen für die Hamburger Wirtschaft, die sich als positive externe Effekte niederschlagen. Für Hamburg und die Akteure, die Kenntnis in der Welt, das Image Hamburg wird sich auch materiell niederschlagen in den wirtschaftlichen Aktivitäten der Hamburger Firmen und das ist positiv zu sehen. Wir sehen auch die Chancen, die sich daraus ergeben, dass wir die Infrastruktur schneller weiterentwickeln können, als wir das sonst entwickeln könnten. Also das sind alles positive Effekte, die wir sehen. Aber, und das ist jetzt der Pferdefuß, wir haben immer gesagt, es ist im Augenblick ein eigentlich unkalkulierbares Risiko. Und in gewisser Weise haben wir das vorhergesehen, denn Sie erinnern sich vielleicht, liebe Kollegen, dass wir vor der Sommerpause einen Antrag gestellt haben, der Senat möge unabhängige Experten damit zu beauftragen, die Annahmen, die gemacht werden, die materiellen Annahmen, die finanziellen und andere abzuschätzen und dann ein Urteil abzugeben. Das haben Sie abgelehnt, wie wahrscheinlich bei einem AfD-Antrag sowieso zu erwarten gewesen ist. Nur das Problem ist da nicht vom Tisch. Und dieses Problem, das hat dann dankenswerterweise der Rechnungshof aufgegriffen. Und der Rechnungshof ist eine Institution, zu der ich großes Vertrauen habe, weil sie eben gerade politikunabhängig ist. Ja, und was der Rechnungshofbericht sagt, das kennen Sie alle. Und das ist alarmierend für jeden, der seriöse finanzpolitische Entscheidungen treffen will. Der Rechnungshof sagt nicht, Hamburg, du darfst dich nicht bewerben. Der Rechnungshof sagt nicht, dass hier Milliardenbeträge auf den Hamburgern sitzen bleiben. Aber der Rechnungshofbericht sagt ganz klar, dass der Planungsfortschritt so ist, dass man noch keine vernünftige Entscheidung jetzt treffen kann. Und dieser Rechnungshofbericht hat bei uns in der Fraktion dazu geführt, dass wir intensiv diskutiert haben und am Ende zum Ergebnis gekommen sind, an diesem Montag einer Fraktionssitzung, dass wir in einem Informationsheft für Olympia eine Zustimmung zu Olympia nicht empfehlen können derzeit. Und dieses derzeit ist wichtig. Ja? Ich persönlich glaube durchaus daran, dass sich vieles von dem zum Guten wenden wird, aber das ist mein Glaube. Und finanzpolitische Entscheidungen sollte man nicht auf Glauben gründen, sondern auf harten Fakten. Ja? Und insofern glaube ich, ja, wenn ich mir jetzt den Planungsstand angucke und die Fakten, die vorliegen, dann kann man damit nicht ehrlichen Gewissens vor die Hamburger Bürger treten und ein Ja verlangen. Ich könnte auch anders herum formulieren. Wenn die Fakten jetzt noch nicht vorliegen können, wie ich gelegentlich in den Ausschüssen, in denen ich gewesen bin, zusammen mit meinem Kollegen Dr. Wolf, ja, wenn die gesagt haben, das kann doch gar nicht der Fall sein, das können wir doch gar nicht so genau wissen, dann sage ich, dann haben wir einfach zu früh das Referendum gemacht. Dann hätten wir einfach warten müssen mit dem Referendum, bis wir den Hamburger Bürgern genauer sagen können, was sie erwarten und dass sie auch vernünftig dann abstimmen können. Das ist aber nicht passiert. Ich erinnere daran einen Antrag von den Linken. Ja, und ich finde es immer schön, wenn ich den Linken mal zustimmen kann. Die haben ja im Wesentlichen gefordert, das zu verschieben. Ich weiß, dass das nicht mehr geht, ja, aber es war jedenfalls der richtige Ansatz. So, und jetzt, Herr Quast, Sie haben hier heute einen Antrag eingebracht, den ich leider erst bekommen habe, als die Sitzung schon fast angefangen war. Und damit verkaufen Sie uns ein Verfahren. Es soll jetzt ein Controlling gemacht werden und es soll informiert werden und all diese Dinge. Das sind ganz tolle Dinge. Das sind pure Selbstverständlichkeiten. Das hätte schon längst passieren müssen. Das ist bei einem so großen Projekt mit so großen finanziellen Risiken eigentlich eine pure Selbstverständlichkeit. Und ich sage mal, das müsste man nicht jährlich machen, wie Sie schreiben, sondern vierteljährlich. Und das muss so genau dokumentiert werden, dass die Bürgerschaft wirklich weiß, was sie tut. Denn selbst bei einem positiven Referendum haben wir ja die Möglichkeit, im Zuge des Bewerbungsverfahrens, wenn die Sache völlig aus dem Ruder laufen sollte, und ganz sicher bin ich nicht, dass es das noch tut, noch anhalten können. Und dazu muss die Bürgerschaft informiert sein. Ja? Und deshalb würde ich Sie ganz herzlich bitten, ja, da Sie ja sicherlich das Referendum nicht wirklich verschieben werden jetzt, dass Sie aber wirklich uns, die Bürgerschaft, zeitnah, vierteljährlich über die Entwicklungsfortschritte
in den Planungen, insbesondere in den finanziellen Planungen, Einnahmen und Ausgaben informieren, sodass wir uns eine Meinung bilden können, um dann gegebenenfalls, wenn es sich schlecht entwickeln sollte, das können verschiedene Gründe sein, zu denen auch der IOC-Vertrag gehört, noch Nein sagen zu können. Darum möchte ich Sie ganz herzlich bitten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.